Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, August 1942. Endlich etwas Ruhe in dieser kleinen, beschaulichen Stadt. Wir haben ein paar Tage für Instandsetzungen bekommen und das ist für Mensch und vor allen Dingen für das Material dringend notwendig. Die Stadt mit den knapp 50.000 Einwohnern ist immer noch voller Leben, auch wenn wir hier als Besatzer auftreten. Die Menschen sind uns nicht feindlich gesonnen. Jetzt, wo der Tross angekommen ist und wir die Stadt in Gänze unter Kontrolle haben, kann man sich hier auch komplett frei bewegen. Ein großes Vorratslager kurz hinter der Stadt wurde durch die abrückenden Russen noch gesprengt, aber das zweite Lager wurde dann intakt übernommen. Riesen Kühllager mit Proviant für eine ganze Division. Tonnenweise Stör wurde gefunden und ich denke, hierdurch wird sich die Versorgungslage des Regiments deutlich verbessern. Es gab noch eine große Trauerfeier und unsere gefallenen Kameraden des letzten Angriffes wurden mit militärischen Ehren auf einem schönen Feldfriedhof beigesetzt. Die Abzeichen und die persönlichen Sachen von Oberfeldwebel Hund packen wir zusammen. Der Oberfeld hatte keine Auszeichnung an seiner Panzerjacke, denn er meinte, er bliebe damit immer am Turm hängen. In seiner kleinen Holzkiste fand ich dann unter dem EK1 auch noch Abzeichen der Legion, also ein Panzermann der ersten Stunde. Und dann noch ein Brief von seiner Frau. Leider hatte ich nicht die Gelegenheit, mehr mit ihm über Privates zu reden. Aber die Kameraden erzählten, er war seit längerem verheiratet und auch schon lange beim Regiment. Den Brief an seine Familie schreibt der Zugführer und ich bin heilfroh, dass ich so etwas nicht machen muss. Uns wird nur noch ein Richtschütze zugeteilt, der, bis wir einen neuen Kommandanten haben, bei uns mitfährt. Aber noch geht es nicht weiter. Wir genießen die Ruhe in dem Ort und nutzen die dienstfreie Zeit, um ein paar Ausflüge in das Hinterland zu machen. Wir organisieren uns von der Instgruppe einen Kübel und fahren zu dritt Richtung Kiselowsk. Hier am Kaukasus sieht es doch sehr westlich aus. Gepflegte Häuser, Villen und Erholungsheime für die Oberschicht der Russen. Das konnte ich dann doch noch herausbekommen. Trotzdem immer mit Vorsicht unterwegs sein, da wir nicht wissen, wo noch versprengte russische Soldaten stehen. Aber wir sind schon vorsichtig. Als wir in Kislowsk ankommen, scheint es so, dass hier tatsächlich noch keine deutschen Soldaten gesehen worden sind. Wir stellen den Wagen ab und gehen durch die Straßen. Die Leute hier schauen uns mit großen Augen an, aber lassen uns in Ruhe. Ein paar russische Offiziere, die tatsächlich gut beleibt sind, gehen an uns vorüber und nicken uns freundlich zu. Da stimmt doch was nicht. Hermann kann etwas Russisch und nach kurzer Zeit treffen wir wieder 3 Russen, die durch die Straßen schlendern. Wir halten die Gruppe an und zeigen natürlich auch unsere MPs, die wir dabei haben, und bekommen dann doch recht zügig und auch freundlich die Information, dass hier ein großes Erholungsheim für Offiziere der Roten Armee ist. Also ist diese Stadt noch komplett in russischer Hand und die wissen noch gar nicht, dass wir so weit vorgestoßen sind. So langsam kommt mir das nicht mehr so sicher vor. Und es dauert auch nicht lange und wir sehen einen LKW mit 10 Russen auf der Ladefläche, schwer bewaffnet und freundlich sehen die auch nicht aus. Wir müssen uns schleunigst aus dem Staube machen. Wir versuchen so schnell wie möglich zu unserem Wagen zu kommen und laufen wie die Windhunde durch die Straßen der Stadt. Endlich haben wir unseren Wagen gefunden und springen hinein. Der Anlasser heult auf und Hermann drückt ordentlich aufs Gas. Keine Sekunde zu früh, denn schon kommt der Russen-LKW um die Kurve gerast. Die ersten Schüsse werden auf uns abgefeuert. Nur raus aus dieser Mausefalle. Ich sitze hin und habe die MP im Anschlag. Der Wagen schleudert hin und her. Noch kann ich nicht zielen, aber die Russen treffen auch nichts. Einige Geschosse schlagen neben uns in die Häuserwände ein oder knallen auf die Straße. Wenn die jetzt den Reifen treffen, na dann gute Nacht, Marie. Weiter geht die wilde Verfolgungsjagd. Noch eine Kurve und wieder um eine Ecke herum. Die Russen lassen nicht locker. Wir müssen doch eigentlich nach Nordosten, um auf die Straße Richtung Pjatigorsk zu kommen. Ich brülle Hermann an, dass er in die falsche Richtung fährt, aber er schreit zurück, dass wir hier wohl erstmal rauskommen müssen.
Im Zickzack geht es weiter und wir kommen langsam in die Vororte der Stadt. Nun müssen wir uns irgendwie zu unseren Truppen durchschlagen. Der Abstand wird größer und ich denke, wir schaffen das. Aber weit gefehlt. Nach ein paar Kilometern sehen wir eine Straßensperre der Russen, die aber sicherlich nicht mit uns rechnen. Also Vollgas und durch. Wir umkurven die Fahrzeuge auf der Straße und ich schicke im Vorbeifahren ein paar Grüße in die Richtung der Wachposten. Die werfen sich in den Dreck und ich denke, die haben wohl die Hosen voll. Eugen versucht sich mit Hermann abzustimmen, wo wir gerade sind und wohin wir fahren müssen. Nach dem Stand der Sonne müssen wir langsam mal Richtung Osten fahren. Wir finden eine Straße und der Kompass zeigt uns an, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Immer noch schnell unterwegs sehen wir etwas abseits auf einem Feld 5 LKW stehen und einige Russen, die da herumlaufen. Wir sind gut 200 Meter weg und ich tippe Hermann an, er solle vom Gas geben und nicht so viel Staub machen. Ich schnappe mir mein Fernglas und schaue mir die Russen an. Komische LKWs. Sieht aus, als ob die da hinten drauf Schienen haben, die im 45-Grad-Winkel aufgebaut sind. Die Russen packen da gerade lange Rohre drauf und ich kann mir nicht erklären, was das sein soll. Wir halten an und warten ab. Da wir nicht mehr verfolgt werden und scheinbar die Russen auf dem Feld uns nicht gesehen haben, bleiben wir in Deckung und warten. Eugen meint, wir können mit einem schnellen Manöver knapp 50 Meter entfernt die Koppel umfahren. Ich will trotzdem noch warten. Nun scheinen die Russen fertig zu sein mit den Rohren und gehen alle in Deckung. Hermann meint noch, dass es wohl diese Raketenwerfer sind. Und dann bricht die Hölle auf Erden los. Das sind tatsächlich Raketen. Riesengroße Raketen. Die eine nach der anderen von den Schienen in den Himmel steigen. Ein ohrenbetäubender Lärm und eine Lautstärke, als ob die Götter sich anschreien. Du meine Güte, was für ein Spektakel. Ich versuche, die gen Osten fliegenden Raketen zu verfolgen, aber schnell sind die außer Sicht. Das war ungeheuerlich, das habe ich noch nicht gesehen. Das müssen wir melden. Der Russe hat hier irgendeine Schweinerei aufgebaut. Es gab Geschichten darüber, aber gesehen habe ich die Dinger noch nicht. Und los geht es. Gang rein und Höchstgeschwindigkeit. Immer näher kommen wir dem Feld. Und die Russen scheinen uns nicht für Feinde zu halten. Doch dann riechen sie Lunte und der Erste greift nach seinem Gewehr. Nun wird es Zeit. Eugen und ich ziehen die Abzüge der MPs durch. Wir machen ein Spektakel, das die Wand wackelt. Die Russen schmeißen sich hin und wir rasen einfach weiter Richtung eigene Linien. Kein Schuss fällt mehr. Und wir schmunzeln über unseren Trick, dort heil vorbeigekommen zu sein. Nach weiteren 5 Kilometern sehen wir einen völlig zerstörten Vorort von Pjatigorsk. Hier haben die Höllendinger also eingeschlagen. Die machen wirklich eine Riesensauerei. Ich hatte die Dinger noch nicht erlebt, aber scheinbar sind die seit Mitte 41 an der Front zu finden, meint Eugen. Egal. Weiter geht es, bis wir etwas später wieder bei den eigenen Leuten sind. Sofort wird Bericht erstattet und ein mittelgroßer Kampfverband wird auf die Stadt Kislowsk angesetzt. Aber wir fahren nicht mit. Wir müssen uns erstmal von dem Schock erholen. Der erbeutete Wodka kann da helfen. Und am Abend ist die Stimmung wieder entsprechend gut. Aber der nächste Morgen erwartet uns mit reichlich Kopfschmerzen und auch ein kühles Bad in dem kleinen Wasserlauf nebenbei hilft nicht wirklich weiter. Der Marschbefehl kommt und es soll am nächsten Morgen weitergehen. Also alles wieder vorbereiten, noch aufmunitionieren, Restarbeiten am Panzer und nun muss ich tatsächlich zur Einsatzbesprechung. Als Ersatzkommandant. Ich werfe mich in meine Panzerjacke und ich achte darauf, dass alle Ordner an ihrem Platz sind. So gehe ich zum Lagezimmer, welches die Schreibstube der alten Wache in der Stadt ist. Hier auf einer Lagekarte soll der weitere Vormarsch besprochen werden. Ich fühle mich nicht wohl als kleiner Obergefreiter zwischen den ganzen Feldwebeln und Offizieren. Aber schnell wird mir die Unsicherheit genommen. Der Kompaniechef erzählt kurz von unserem Gefecht auf der Rollbahn und dann noch von meinem Bericht über die russischen Raketenwerfer. Zustimmendes Nicken in meine Richtung, also bin ich wohl akzeptiert worden. Es soll nun weitergehen Richtung Grosny zum Kaspischen Meer. Das Öl ist noch immer der Schlüssel in diesem weiten Land. Wie lange kann der Iwan dann noch durchhalten? Ohne Kraftstoff fährt hier kein Panzer.
das kennen wir selber schon. Abmarsch soll am nächsten Morgen um 5 Uhr sein. Das wird ein Ritt, denn die russische Luftwaffe wird wieder aktiver und Aufklärungsmeldungen besagen, dass sich hier auch große Panzerzüge aufhalten. Nun denn, ich informiere meine Besatzung und versuche noch etwas Schlaf zu bekommen. Ich bin gespannt, wie es wird als Kommandant. Wie wird der neue Richtschütze seine Aufgabe erfüllen? Kann er das so, wie ich das mache? Oder kann er es vielleicht sogar besser? Sind meine Entscheidungen die richtigen oder sind sie nicht richtig? Ich habe die Verantwortung für meine Männer. Und auch der Rest des Zuges wird schauen, was ich mache. Ich will mich gerade hinlegen, da kommt der Feldwebel Strauß vorbei. Auch schon ein alter Panzermann, und er setzt sich zu mir. Er gibt mir ein paar wertvolle Tipps, wie ich mich verhalten soll und was man auf jeden Fall nicht tun sollte. Auch auf die Besatzung hören ist wichtig. Manchmal haben die eine andere Sicht auf die Dinge als man selber. Schneidig rangehen, aber nicht mit vollem Risiko. Ich bin froh, dass mir ein alter Hase die Angst genommen hat. Es ist auch keine Angst vor dem Feind. Es ist die Verantwortung, die schwer wiegt. Es wird schon klappen. Nur noch etwas Schlaf und dann geht es wieder los.